Hi, ich bin der Freddy, ich bin Produktmanager bei TQ und heute eine neue Folge Shortcut. Das Thema heute ist Thermik oder einfacher gesagt Wärme. Wärme ist ja einer der limitierenden Faktoren für die Leistungsfähigkeit von Elektromotoren und damit auf gar keinen Fall zu vernachlässigen. Die möglichen Ursachen für die Wärmeentwicklung in einem Elektromotor hängen unter anderem von der Art des Elektromotors ab. Im Falle des ILM- und ILME-Motors von TQ sprechen wir über eine permanent magneterregte Synchronmaschine. Mehr über die verschiedenen Arten von Motoren machen wir in einem separaten Video. Aber was genau verursacht denn jetzt eigentlich die Wärme in so einem Motor? Ganz einfach gesagt, die Verluste. Was sind denn alles Verluste und wo kommen die her? Da unterteilt man in mehrere Gruppen. Die erste und wichtigste Art von Verlusten sind die Kupfer- bzw. Wicklungsverluste. Wicklungsverluste sind, wie der Name sagt, die Verluste, die in der Wicklung anfallen, also dem Kupferdraht im Motor. Die zweite Gruppe an Verlusten sind die sogenannten Eisenverluste. Eisenverluste fasst alle Verluste zusammen, die im Eisenkern entstehen. Diese sind nochmal in 3 Untergruppen zu kategorisieren. Da haben wir als erstes die Hystereseverluste. Hystereseverluste entstehen durch die Ummagnetisierung im Eisenkern. Der wird ja die ganze Zeit Nord-Süd, Nord-Süd gepolt, damit der Motor sich drehen kann, und durch die Hysterese des Materials entstehen dabei Verluste. Die zweite Untergruppe sind die sogenannten Wirbelstromverluste. Bei dieser Ummagnetisierung, die ich gerade beschrieben habe, entsteht neben dem Hystereseverlust auch ein Wirbelstrom. Das sind winzig kleine Wirbel im Eisen und der Widerstand des Eisens sorgt dafür, dass eben auch Wärme entsteht. Und die letzte und unwichtigste Gruppe sind die sogenannten Zusatz- und Nachwirkungsverluste. Die sind in der Regel minimal und werden in der Praxis vernachlässigt. Die dominierenden Verluste sind gerade bei drehmomentstarken Motoren wie denen von TQ die Ohmschen Verluste. Diese sind genau wie das Drehmoment proportional zum Strom. Und genau hier sind die ILM- und ILME-Motoren besonders gut. Durch ihren hohen Kupferfüllfaktor haben sie einen minimalen elektrischen Widerstand und produzieren minimale ohmsche Verluste. Trotzdem entstehen Verluste. Und deshalb stellt sich die Frage, wohin damit? Neben einer Kühlung von Motoren mit Wasser oder Öl ist sicherlich Luft eine der bewährtesten Varianten. Egal bei welcher dieser Varianten, ist es extrem wichtig, dass die Wärme möglichst effizient aus dem Motor in das Medium gelangt. Und genau hier haben Frameless-Motoren einen entscheidenden Vorteil. Konventionelle Motoren sind meistens bereits ein Stator in einem Gehäuse. Dieses Gehäuse wird oft in eine Applikation oder in ein Gehäuse eingebaut. Das führt dazu, dass wir unnötig viele Schnittstellen haben. An diesen Schnittstellen kann die Wärme meist nicht so effizient wie in einem festen Material oder in einem soliden Block Eisen fließen. Ein Frameless-Motor hingegen kann direkt in die existierenden Strukturen eingebaut werden und minimiert somit diese Schnittstellen. Zusätzlich dazu können Strukturteile als thermische Kapazitäten fungieren. Thermische Kapazitäten bedeutet, dass diese für einen kurzen Zeitraum Wärme aufnehmen können und die dann über einen längeren Zeitraum an die Umgebung abgeben. Dadurch ist es möglich, dass wir dauerhaft mehr Drehmoment abrufen können und höhere Lastspitzen für längere Zeiträume. Im Gegensatz zum ILM kann der ILME jetzt auch noch direkt in das Gehäuse oder in die Applikation eingeschrumpft werden. Das führt dazu, dass wir hier auch nochmal effizienter sind als über eine Klebeverbindung oder ähnliches. Was bedeutet das jetzt für den Anwender? Zunächst einmal prüft, ob bei euch die Integration eines Frameless-Motors generell in Frage kommt. Wenn dem so ist, ist neben der Leistungsfähigkeit des Motors auch die Thermik bei der Auswahl zu beachten. Da bei drehmomentstarken Antrieben die ohmschen Verluste dominieren, eignet sich die Motorkonstante Km sehr gut für Vergleiche und für Abschätzungen. Km beschreibt den Zusammenhang zwischen dem abgegebenen Drehmoment und dem entstehenden ohmschen Verlust in Watt. Und zuletzt betrachtet auch bei der mechanischen Konstruktion den thermischen Pfad. Baut also keine unnötigen Schnittstellen ein und haltet den thermischen Pfad geradlinig und mit effizienten Materialien, wie zum Beispiel Aluminium anstatt Edelstahl. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Shortcut. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet Spaß und konntet viel mitnehmen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns, die zu beantworten.
Damit bis zum nächsten Mal. Ciao.